Eine Woche verbrachten wir in Irland. Yep, I mean, Duckett's Grove is a fantastic location. Untersuchten verschiedenste Orte. Can you do some noise, something like this? Dabei hat sie allerdings den Halt verloren und kam zu Tode. Das war 1861. Jeder machte seine eigenen Erfahrungen und brachte viele Erinnerungen wieder mit nach Hause. Harriet? Was war das? Man merkt diesen Unterschied zwischen Irland und Deutschland, dass hier einfach viel offener über dieses Thema gesprochen wird. Nachdem wir Irland näher kennengelernt haben, ging es zur zweiten Location, Enniscorthy Castle. Enniscorthy Castle befindet sich im gleichnamigen Ort Enniscorthy im County Wexford. Mit einer Bevölkerung von knapp 12.000 Einwohnern ist Enniscorthy die zweitgrößte Stadt der Grafschaft. Philip de Pendergast, seine Frau und seine Nachkommen residierten in diesem Schloss bis in die 1370er Jahre. Im Jahr 1581 überreichte Königin Elisabeth I. das Land an Edmund Spencer, obwohl er sich dort nie blicken ließ. Das Schloss wurde später 1649 von Cromwells Truppen besetzt und 1798 während der Großen Rebellion als Gefängnis genutzt. Aus vergangenen Untersuchungen wird berichtet, von Schritten im Museumsbereich, aber auch von Sichtungen von Personen. Enniscorthy Castle, and you're right, it is a wonderful building. Now, I know that's a biased perspective. We're so blessed as a team. We have a key to this property. We get to come and go as we please. But one of the things we like most about Enniscorthy is that we get to share this space with so many amazing people from Ireland, from abroad, from Germany, from Austria, the USA. Australia is fabulous. But historically, there has been a castle on this site since around about 1180. So, we can chart 800 years of Irish history here, a lot of Irish social history, a lot of rebellion, a lot of battle, a lot of significant events that has led to the development of this country as we understand it today. So, huge history, lots of bloodshed. It's been used as a prison. The dungeon, which I'm sure you'll spend some time in later on, is very small, and historically it's referred to as an oubliette, which, as I understand it, it translates to forget about, which changes very much its context and its meaning. So that's interesting as well. In 1916 and 1922, it was used as a prison during the Civil War here in Ireland, and it has been a family home up to the 1950s. So the last child to live here is still around and still alive and can tell stories of this location. But what I do want to say is, in spite of its turbulent observation of Irish social history, the castle itself is so welcoming. It literally wraps its arms around you and welcomes you in. So I sincerely hope that as the night goes on, that's the experience you have as well. The first time I was invited to Enniscorthy Castle, or we were as a team, the manager at the time rang us up and said, listen, we think we might have a ghost here. People have reported certain claims and we've experienced certain things ourselves, and we thought, okay, we'll come and have a look. When we arrived, they had a journalist and a photographer from the press, and because the castle had just reopened to the public, I thought, okay, this is just propaganda now and spin. But interestingly enough, in
the dungeon, while we were asking questions, the same name came up a number of times because we would repeat. I'm reluctant to say the name because I'd like to know if you captured that as well tonight. Okay. But I asked, can you, if there's someone here with us, can you tell us your name? We got a name. I said, can you do that again? Can you tell us your name, please? Got the name the second time. Just to be sure, we went once more. I said, I'm sorry, can I ask you to do that once more? Can you please tell us your name? And the response we got was, my name is, as if to say, how many more times are you going to ask me the same question? But at least it was consistent in response to the questions, and that's what we like to find. Over subsequent inquiry, we gave the information to the manager, who then went away and researched and came back and said, look guys, I found him in the 1901 census. Here's where he lived in Enniscorthy, and everything stacked up, his name, his son's name, his wife's name. That's only ever happened for us once. So, you know, it's interesting. It's really interesting for us to find that outcome. Okay. To other things that are reported here. At a particular location on the stone staircase, members of the public all have reported seeing a figure. Okay. It's in the same place, but the interesting thing is none of them have spoken to each other, so it's not something that has become urban legend and they come expecting to see it. But given that it's in the same location, we have to ask, is it something environmental? Is it a play on light? Is it shadow? Is it reflection? But when we investigated that with another team, we were on a different floor, our motion sensor had lit up, I had a geophone on the steps to see if we could capture vibration as well, and a camera filming from above. When we went up, I checked the CCTV to discover that a good minute before we arrived, the light had come on, so we hadn't triggered it. We spent about 40 minutes saying, if you're with us, can you light the light on the window? The motion sensor would come on and then the geophone would flash like something that we couldn't see had gone up the stairs. Can you light the box on the step? The geophone would flash and then the light would come on as if something, and each time, regardless of sequence, it would repeat the sequence requested. We never saw anything, but on the law of statistical probability, the chances of it being consistently responsive are small enough. So, and they're just some of the things. The rest I'll keep for now to see what you discover as you go on. Es wurden uns alle Räumlichkeiten gezeigt und näher erklärt, was in den verschiedenen Etagen dargestellt oder gezeigt wird. Well, they don't know you. That's the thing. Hear this. So, right? No one else in the place, and all the doors are like that. So, you know, there's no reason why, if we're downstairs for an hour, we should hear somebody shut a door. And they won't stay open and then closed. None of them are ever left open. So we put tape on them, and every time we put tape on, nothing happens. And then the nights we don't put tape on, here it is.
Nach Rücksprache wurde es an der Zeit, auch hier wieder die technischen Hilfsmittel zu positionieren, sodass die Untersuchung gestartet werden kann. Für mich ist ja Enniscorthy zweiter Teil. Ich war ja schon mal hier. Für mich ist Enniscorthy diesmal ganz anders. Also es fühlt sich total anders an. Also wie vor 4 Jahren. Also ich bin noch gespannt, was noch so weiter hier auf uns erwartet oder was wir rausfinden. Ob wir was rausfinden. Enniscorthy ist ein sehr übersichtliches Objekt, das so ein bisschen zu unserem Leidwesen halt mitten in der Stadt liegt und von allen Seiten von sehr viel Verkehr und Menschen umgeben ist. Und wie üblich sind ja solche Objekte dann in keiner Weise irgendwie lärmgeschützt, sondern ganz im Gegenteil transportieren sie Geräusche ziemlich gut. Das macht es dann halt ein bisschen tricky, aber man lernt ja auch mit der Zeit dann einfach bestimmte Geräusche sofort zuzuordnen und andere dann halt zu erkennen, die da nicht typisch reingehören. Ansonsten ist Enniscorthy ein sehr, sehr schöner Ort, ein sehr interessantes Objekt, einfach weil es auch lange bewohnt war, bis in die 1950er Jahre des 20. Jahrhunderts, was ja durchaus ungewöhnlich ist, mit einer sehr bewegten Geschichte. Hier gab es ja diverse Kriege und Schlachten und ja, die spielten sich halt alle um das Castle herum ab. Bei diesem Objekt wurde vereinbart, dass jeweils 2 Teams agieren, beginnend im ersten und zweiten OG des Gebäudes. Machen wir ein Sit-In im ersten OG mit Micha, Pasi, Sina und Peps um 21:12 Uhr. Schritte von der Hand, gell? Ob es von oben oder von der Seite kommt. Ja, ich höre das aber auch die ganze Zeit. Oben höre ich ganz genau, es kommt von da. Das kommt von hier. Ich kann das ganz gut definieren. Nebenraum, gell? Ja, Nebenraum. Das habe ich gerade direkt, das kam von da. Das kam schon mehrmals, ne? Gerade war es näher dran. Die Schritte von oben und auch unten, das kannst du, das klingt anders. Der Ton kam aber gerade von hier. Schon wieder. Ja. Wieder. Someone in here or in this room next to us? You can step forward to us. We're not scared.
Hello? Can you come into this room maybe? Hello? Can you come into this room maybe? Someone said, go away. Okay, so deutlich. Male or female? Male. Ja, wo stimmt? Is there someone with us who just told us to go away? Also die oben können das nicht sein, oder? Nein, die waren das nicht. Das war da. Das hörst du also oben und unten. Vor allem ich höre das ja hiermit noch Ja, weil bestimmt. du Kopfhörer. Ja. Das kam nicht von da. Sie hört ja auch Kopfhörer. Ja, schon klar. Die liefen ja gerade oben rum, das habe ich ja gehört. Und du weißt ja, wovon das dann kommt. Ne? Ja. Und das kam gerade genau aus dieser Richtung. Auch das Knacken kam von da. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ja, ich krieg das hier ganz klar mit. Arbeitet nicht, oder? Das klang aber nicht wie der Boden der Arbeit, das klang wirklich wie Schritte, so ganz leicht, so knackt. Das ist schon So Nerven. Knack. So, ja. Mhm. Ja, ich geh gucken, warte mal. Bleibt ihr mal hier? Mr. Prendergast, can I come to you? Kribbeln, ein bisschen habe ich hier so auf. Ich laufe ein Stück weiter. Hier schwingt so Atmosphäre anders. Das sind 3 Schritte. Is anybody else here in this room? Micha kommt zurück, Bälle sind negativ. We feel very honored and blessed to be guests at your place. And we would like to invite you to just join us. Are you in this room now? If so. Schritte? Ja. Kommen die von oben? Treppe. Auf jeden Fall Schritte. Hinter uns die Treppe. Hast du auch gerade eine Störung im Lasergrid gesehen im Türraum? Ja. Danke. Nun die Räumlichkeit gewechselt, da dort schon einige Geräusche wahrgenommen wurden. Im Bett habe ich Periskope. Um zu dem. Pisach 2 Start. Ja. Can you do some noise, something like this? Ganz kalt vorne vor mir. Und vor meinem Gesicht ist es eiskalt. And then we can see where you are. So, I show you how it goes. You take your hand and touch this antenna here. It's only for the reason that we are seeing you, to see you where you are. Okay, I show you. So, take all your power
or my power, join my energy and touch this antenna. Okay? You can tell us your story. Good evening. Thank you for coming. Are you still sitting on the bed? Are you male? What do you want to know? Do you see Enniscorthy Castle for a lovely place? Bleibt ruhig stehen, huh? A lovely place or a sad place? Kommt wieder. Micha steht auf. I have one question for you. We don't know exactly, is that you? When you're on the bed, can you come right now straight to my face? To me, to my voice? And show us that you are really here. Is this your doll on the bed? It's a nice doll. An old one. Isle? Ich habe gearbeitet. Oder meinst du was anderes? Bleibt immer noch rot stehen, oder? Ja, bleibt genau auf dem Punkt stehen. Ist das deine Puppe? Ist das deine Puppe, die da auf dem Bett liegt? Hast du mit der immer gespielt? Are you playing with this doll on the bed? Mach mal langsam mit den Fragen. Ich stehe mal ganz kurz auf, ein bisschen. Okay. Ich habe oben auf der Bettkante am Fußende eine Kette mit einem Kreuz hingelegt. Könntest du die für uns einfach verschieben oder darunter werfen? Das wäre für uns ein ganz klares Zeichen, dass wir nicht alleine hier sind. Noch da, oder? Es entfernt sich, glaube ich, jetzt ein bisschen vom Paraskop. Also diese Art statische Aufladung. Ja. Can you come and right straight to me here and touch my hand? Maybe you want to play with me. It's okay for me. That's very good. Wow. You're here by me now. Can you touch my hand? Oh, cold. Okay. It's kalt bei meiner Hand. Are you a child? When you want to sit on my... Oh my. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren jetzt in zwei Räumlichkeiten und sobald wir in den zweiten Raum gekommen sind, hat man schon gemerkt, hier ist etwas anders. Und da ist ja gerade auch eine kleine Sache passiert, in der ich auch etwas gespürt habe, was ich halt sonst nicht so oft spüre. Vor allem nicht solche Dinge, und das war schon sehr interessant für mich auf jeden Fall. Also situationsbedingt war das, wo wir im ersten Raum waren, hörte man im Nebenraum ja, Schritte, Schlürfen, je nachdem. Also ich würde es fast als Kind bezeichnen, also was Leichtes, es waren also keine schweren Männerschritte. Ja, und auch, wir haben auch den Raum gewechselt, wir hatten mit einmal einen Ausschlag auf dem Paraskop. Ja, also es war so, es fühlte sich erst so für mich an, dass mich quasi jemand leicht im Nacken versuchte zu berühren. Und es wurde dann halt immer intensiver. Ich hatte dann auf einmal eine Art, ja, wie soll ich sagen, Kribbeln, obwohl ich mich normalerweise überhaupt nicht irgendwie, also wenn jetzt beeinflussen lasse von irgendwelchen Emotionen. Das war schon sehr interessant für mich zu sehen und eine Art von, ich hatte auch leicht
leicht Tränen in den Augen, obwohl ich nicht traurig war oder Traurigkeit verspürt habe. Und ja, und das war schon intensiv, weil normalerweise kommt das, wie gesagt, bei mir eher selten vor, dass ich sowas vernehme, so eine Art von emotionalen Gefühlsregungen bei einer Untersuchung. Okay. Enniscorthy diesmal komplett anders, also die Gefühlsgeschichte ist hier ganz anders und jetzt vorher haben wir logischerweise mal versucht, alle Register zu ziehen, mal weil wir ja Schritte gehört haben. Jetzt gehen wir den Traum eben gewechselt, wie Pep schon erzählt hat. Und ich habe versucht auch mal diese Trigger-Geschichte, also quasi in die Geschichte ein bisschen detaillierter reinzugehen. Hast du vielleicht hier hungern müssen, suchst du deine Familie? Und da hat man eben da ging die Reaktion wieder des Paraskops los, wo ich dann sage, okay, es war wieder ein komplett anderes Bild, was ich so nicht oft sehe. Und auch Pasi hat dann aufgefordert, mal zu ihm zu kommen, und das hat auf Aufforderung alles komischerweise, will ich schon fast sagen, funktioniert. Mein Team, das bestand aus Chris, Erik, Anja und mir. Wir sind im 2. Stockwerk angefangen und haben uns dort in einer Kulisse niedergelassen, die aus einem der Filme stammt, die hier gedreht wurden oder die teilweise hier gedreht wurden. Wir hatten uns gerade so einigermaßen häuslich niedergelassen, als Eric halt über die Headphones eine Stimme sagen hörte, eine männliche Stimme sagen hörte, "Go away". Gut, haben wir jetzt nicht getan, sondern sind halt dann da geblieben und haben halt dann darum gebeten, dass es nochmal wiederholt wird, wenn wir weggehen sollen. Das war aber nicht der Fall. Trotzdem ging dann kurz darauf das Paraskop an. Und es schien so zu sein, dass sich die Stäbchen halt in Richtung unseres Raumes bewegten und dann dort endeten. Da wurde es dann grün und ziemlich zeitgleich oder unmittelbar darauf folgend nahm Anja halt eine Unterbrechung vom Lasergrid wahr, als wäre tatsächlich jemand in den Raum gekommen. Anja, Erik und Chris waren mittlerweile auch schon im Kerker und wollten anhand der Spiritbox versuchen, den Namen herauszufinden, welcher immer wieder dort gehört wurde. So the people that I've spoken to here before, I'm familiar with your names, but what I would like you to do is perhaps say your name for the people that have joined me tonight, so that they can get to know you as well. So, can I ask, if there is someone with us, please state your name. How many people there are that we can see in this circle in here. So how many people that we can see are in here? Can I ask how many are outside of this space, near the steps? Would you please tell us your name? That is it, by the way. You heard Jim. Your name is Jim, is that right? Right. Thank you. Thank you We're so much. very honored that you're here with us. Jim, have you been a prisoner in here? Auf diese Frage hört Erik über das Realtime EVP. Don't ask me that. Jim, was that you that touched my arm a few minutes ago? Did just someone else say hello to us?
Hi. Hello. Nice to meet you. What's your name, please? Jim, why are you still here? Did I? What did you say? Want to? Yeah. So you like this place? Yes. Are you happy where you are? Fine. Wexford Paranormal untersuchte im Jahr 2011 ebenso den Kerker und zeichneten folgende EVP im Vergleich dazu auf. Can you tell us your name? Can you tell us your name again, please? And can I ask you just to say that for us once more? Can you please tell us your name? What is your name? Jim. Did anyone else say that? That's what my name is. Yeah. Hast du die statische Aufladung, ne, in dem Bereich, wo der Pack ist. Und wenn sich da jetzt irgendwas verändert, dann geht die halt höher. Ne? Dann hast du da Ausschläge drin und dann verändert sich der Wert da an der Seite. Das ist nur ganz interessant zu sehen, falls wir, wie gesagt, was spüren, dass wir das dann ja auch nochmal sehen, dass wir das auch wirklich fühlen. So, das ist ganz interessant. Ne? So eine Sache. Ganz deutlich, ich höre es ganz deutlich. Bei mir kribbelt es sogar. Okay. Aber ich höre es so, als wenn sich jemand versucht anzuschleichen. So das Anschleichen, ohne dass der Boden knackt. Die Person, die da ist, von der ich ausgehe, dass sie weiblich ist. Trägst du ein Kleid mit Unterrock, der raschelt? Did you live in this castle? Did you work in this castle? Are you in this room now?
Just my voice, okay? And tell me a story, a funny story. Or show me a little game we can play. Please come here, follow my voice, okay? Just my voice, nothing else. I listen to you. I take the time. Please follow my voice. Nothing else matters, okay? Follow just my voice. Right? Straight to my voice, okay? That's very good. Come here to me, yeah? That's correct. I'm here. I think you are too far. Yeah, you are too far. Okay. Piece of paper. And maybe you want to draw something with me. A dog or elephant or a heart or clouds or the sun. So. Oh, meine Hand wird kalt. Can you come and follow my voice? It was awesome. And I think you are here, yeah? Yes. Can you come here to me? I have my pen here, my piece of paper. That was awesome. Come, let us have an awesome time and play something, okay? Or are you play hide and seek? Are you on the corner right here next to me? Should I take a look? Huh? Are you there, maybe? Jetzt wird's stärker. Jetzt kommst du zu dir rüber. Jetzt gehst du wieder zurück. Ich gerade gesprungen. Are you scared? No, you're not scared, okay? Don't be scared of me. You are standing right here in the corner, I knew that. Hinten klopfen aus der Küche. Aber wie stark, oder? So I have my pen here and my paper. And maybe you are coming right now? Or go away, why you are going away? Don't be scared of me, I'm a nice guy, okay? I just want to play. And tell you a funny story of my old dog. He sadly died, but he was an old one, okay? Are you still there? Möchtest du vielleicht ein bisschen hierher näher kommen? Oder bist du jetzt lieber bei Michael drüben? Can I help you? Do you want to talk with me? Do you stand in front of me? Jetzt kommst du noch zu uns. On a bridge over darkest water, to the castles and dreams. Viele Paraskopausschläge, was mich auch so fasziniert eigentlich, und ja, eigentlich bis jetzt gute Ergebnisse und ja. Wahnsinnig spannend einfach. Ja. Gut, das Castle liegt mitten in der Stadt, die Umgebungsgeräusche sind ein bisschen störend, aber die Atmosphäre da drin ist wirklich mega spannend. Also ich denke schon, dass hier die ein oder andere Entität tatsächlich doch zu Hause ist. Ja. Persönlich hatte jetzt ganz oft in jeder Session eigentlich körperliche Berührungen, ja, an verschiedensten Stellen, Kopf, Arm, Bein etc. Das finde ich ganz spannend. Periscope auch ausgeschlagen und ich denke, gerade so Spiritbox ist hier auch ziemlich erfolgreich. Wir haben gute Antworten bekommen. Peps, Selina, Pasi und Micha hielten sich nun auch noch im Dungeon auf und versuchten mit der Spiritbox ihr Glück.
How many people are here in this room? Are you answering the questions they will give you? They will give you. Das geht weg. Zum Schluss dieser Untersuchung verteilten sich zunächst alle im Wendeltreppenbereich. Danach positionierte sich jeder nochmals in den verschiedenen Räumlichkeiten, um zu schauen, ob vereinzelt Personen noch etwas hören oder wahrnehmen können. My name is Pascal. My name is Selina. My name is Michael. My name is Chris. My name is Teil. My name is Michael as well. My name is Sonia. And my name is Anja. So, My name is Eric. so maybe the ones that live here in this building can tell us their names or your names. On the bridge over darkest water, to the castles and dreams, on the bridge. Zum Schluss dieser Untersuchung hielt sich jeder nochmals alleine in verschiedenen Räumlichkeiten auf. Die Atmosphäre finde ich sehr positiv, auf gar keinen Fall negativ etc. Ich bin auf die Ergebnisse gespannt. Ich denke schon, dass wir ein paar gute VPs haben werden. Okay.